Guten Morgen, heute ist Sonntag, der 26. Juni 2022 und ich begebe mich nun zum Startpunkt der zweiten Etappe des Münchner Jakobswegs von Höllriegelskreuth nach Schäftlarn. Nachdem ich wieder zur S-Bahn zurückgelaufen bin und dann Richtung Grünwalder Brücke gelaufen bin, habe ich die Straße überquert und finde hier zu meinem Glück den ersten Muschelwegweiser für den Jakobsweg. Yeah! Liebe Leute, hört und staunt, wie schön es auf dem Jakobsweg ist. Jetzt geht's wieder weiter den Berg oben. So, jetzt hier links, dann nochmal rechts und dann geradeaus und dann bin ich schon wieder am Ufer von der Isar. So, jetzt nur noch geradeaus über die Straße drüber und dann bin ich schon wieder auf dem Weg im Isartal. Der Brückenwirt. Da kehre ich jetzt heute nicht ein, aber ich schwenke mal hier rüber und dann zeige ich euch mal ein bisschen auch so die Grünwalder Brücke, die Pullach und Grünwald verbindet. Die Grünwalder Brücke in ihrer ganzen Pracht. Laut Wegweise sind es noch 9,1 Kilometer bis zum Kloster Schäftlarn. Ich laufe einfach mal los. Bei nächster Möglichkeit geradeaus. Jetzt geradeaus. Um mich herum, ihr hört es vielleicht, gibt es ein wunderschönes Zwitscherkonzert. Ab und zu fahren ein paar Radler vorbei. Naja, solange sie nicht mit 30 km/h mich umfahren, ist alles gut. Naja, ein betonierter Weg oder Asphalt, sagen wir so. Und ist jetzt nicht so ganz meine Vorstellung, aber solange es einen nicht betonierten Wegesrand gibt, geht es ja noch. Und weiter geht's auf dem Weg. Ihr habt euch vielleicht gefragt, warum ich jetzt dieses Video erst 2022 aufnehme. Und das erste Video war ja von 2020. Ursprünglich war es so, dass ich eigentlich diese Etappe als allererste gelaufen bin auf dem Münchner Jakobsweg. Und zusammen mit dem Münchner Pilgerstammtisch im Januar 2020. Aber da habe ich relativ viel mich unterhalten und kaum Fotos gemacht und so richtig schönes Wetter war auch nicht. Darum habe ich dann beschlossen, das Ganze jetzt hier nochmal zu wiederholen, diese Etappe. Bei strahlendem Sonnenschein und der voll erblühten Natur. Der Abzweiger kommt mir jetzt echt gelegen. Da freue ich mich schon, jetzt wieder im Schatten laufen zu können unter den Bäumen. Es ist schon ein bisschen warm geworden. Und so läuft es sich im Wald, im Schatten. So, einmal über die Straße und dann geht's weiter. Links
liegt etwas Holz und so weiter. Aber ich gehe weiter durch den Wald. Jetzt bin ich gerade auf einer großen Lichtung angelangt, wo sich 4 Wegemöglichkeiten ergeben. Ich darf jetzt weiter nach rechts oben gehen. So schön ist es hier. In einem Baum über mir ist ein Nest mit jungen Meisen, die um Futter betteln. Habt ihr das gehört? Der nächste Wegweiser sagt mir Bescheid, dass ich jetzt hier links laufen muss. Einer der spannenden Momente des Jakobswegs. 2 Wege, aber kein Wegweiser. Für diese Fälle habe ich auf meinem Handy die Komoot-App installiert, die mir den GPS-Track vom Münchner Jakobsweg zeigt. Und immer wenn ich an so eine Weggabelung komme, dann kann ich auf der Komoot-App schauen, wo ich eigentlich weiterlaufen muss. Okay, 2 Meter weiter nach der Weggabelung gibt es den nächsten Wegweiser, also gab es doch einen. Hier bin ich an der Isar an einem Schleusenwerk. Auf der Mitte zwischen Isarkanal und dem Isarfluss kann man wohl auch radeln oder laufen. Ich laufe am linken Isarufer gerade. So, jetzt haben wir schon nur noch 5,6 Kilometer bis zum Kloster Schäftlarn. Und es geht weiter außerhalb des Waldes an der Isar. So, jetzt ist es passiert. Ich habe das erste Mal auf dem Münchner Jakobsweg eine ehemalige Jakobsbürgerin getroffen. Und die haben wir so ein bisschen ausgetauscht. Sie hat auch den Münchner Jakobsweg in Etappen begangen und ist dann aber auch schon in Spanien gewesen und ist den Camino Frances gelaufen. So, und ich mache jetzt hier mal Pause auf einer wunderschönen Bank, gespendet vom Isartalverein. So, nachdem wir jetzt hier in Oberbayern sind, gibt es als Brotzeit eine bayerische Breze. Die Form der Breze lässt sich laut Legende darauf zurückführen, wie die Mönche im Mittelalter gebetet haben. Das ist also eine Art Meditationshaltung. Sowas hat es also im Mittelalter in Bayern auch schon gegeben. So, heute, genau, gerade eben lag jetzt ein Baumstamm auf dem Weg und durch eine göttliche Fügung sozusagen komme ich jetzt dadurch an das Ufer der Isar und sehe den Georgenstein. So, das war der umgestürzte Baum, der mich jetzt zu diesem Georgensteig gebracht hat. Nachdem ich jetzt eine sehr nette Pilgerbegleitung habe, gehe ich jetzt off-track vom Jakobsweg am Isar-Hochufer entlang nach Schäftlarn und sehe auch wieder wunderschöne Natur um mich herum.
So, ich bin jetzt eine Weile lang mit einem netten älteren Herrn off-track gegangen, auch vom Jakobsweg abgewogen. Und jetzt fahren die Radfahrer vorbei. Und wir haben uns jetzt recht lange über Gott und die Welt unterhalten. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe ihn auch auf meinen Kanal hingewiesen. Also er ist mit seinem Alter, Jahrgang 41, ist er immer noch auf YouTube und sowas unterwegs und interessiert. Ich habe ihn meinen Channel genannt und schönen Gruß an der Stelle, falls Sie sich das heute anschauen. Und vielen Dank für die netten Gespräche. So, jetzt noch ein kleiner Abstecher vom Weg an das Hochufer der Isar. Und heute sind auch noch ein paar Leute auf dem Fluss unterwegs mit Schlauchbooten. Abschnitt und So, jetzt stehe ich an einer weiteren Wegkreuzung. Schauen wir mal, wo es jetzt dann weitergeht. Ein wunderschöner Platz, schattig mit hohen Bäumen, einer kleinen Bank zum Ausruhen und die Vögel zwitschern. Ein Bacherl und ein Stegerl. Und da geht's weiter. So, die nächste Jakobsmuschel zeigt mir jetzt lang, dass ich da den Weg nach oben weitergehen soll. Und wohl eher nicht, dass ich den Weg nach unten weitergehen soll. An einer kleinen Weggabelung hier auf dem Trampelpfad zeigt mir ein weißer Pfeil am Boden an, dass ich geradeaus weitergehen soll. Hoffentlich zeigt er mir die richtige Richtung. So, der kleine Trampelpfad ist jetzt wieder auf einen größeren Weg eingemündet. Auf dem Trampelpfad kamen mir nichtsdestotrotz auch E-Bikes entgegen oder haben mich überholt. Und jetzt bin ich wieder auf dem normalen Weg. Ich habe auch einen umgestürzten Baum überwunden. Und jetzt sollte Schäftlarn dann bald kommen. Der Schatten ist sehr willkommen. Mittlerweile ist es jetzt schon richtig heiß geworden und man schwitzt dann doch ziemlich auf dem Jakobsweg. Aber schön ist er schon. Nachdem hier wieder eine Weggabelung ist und kein Wegweiser ist und ich aber weiß, dass es geradeaus weitergeht, habe ich mal eben schnell meinen eigenen Wegweiser gebaut. Also falls ihr heute oder irgendwann mal an der Kreuzung entlang kommt, dann könnt ihr den Pfeil folgen. Da links geht es runter ins Tal und man muss jetzt hier aber am Hochufer anscheinend weiterlaufen, geradeaus, laut Komoot. So, jetzt bin ich noch einen Kilometer vom Kloster Schäftlarn entfernt. Ich muss jetzt dann über diese Straße rüber. Dann geht es weiter auf der anderen Straßenseite. Hier sieht man, dass dieser Jakobsmuschelwegweiser schon so lange in dem Baum dran ist, dass er schon vom Baum fast vollständig verschlungen wurde. Und ich gehe jetzt hier unten weiter, neben der Straße. So, kurz vorm Einlaufen in Schäftlarn kommt man noch an der Mariengrotte vorbei. Die Mutter von Jesus begrüßt einen und leitet einen dann weiter zu einer kleinen Kapelle, wo der Pilger im Schatten verweilen und sich ein bisschen ausruhen kann.
Von der Mariengrotte aus geht es dann am Rand der Straße entlang weiter nach Schäftlarn rein. Also nicht in den Wald abzweigen, das ist falsch. So, das ist jetzt das heutige Etappenziel Kloster Schäftlarn. Das habe ich jetzt erreicht. Aus dem Hintergrund hört man bayerische Blasmusik. Das scheint wohl ein Volksfest gegangen zu sein. So, jetzt bräuchte man ein Geruchsfernsehen. Weil hier duftet das an diesem Zaun, das ist der Wahnsinn. So, und schon stehe ich vor dem Kloster Schäftlarn. In der Kirche gibt es einen Pilgerstempel. Gegenüber gibt es eine Wirtschaft. So, ich stehe gerade vorm Eingang vom Klosterbräustüberl und habe mir noch im Klosterladen einen Pilgerstempel geholt, einen sehr schönen Pilgerstempel. Das empfehle ich jedem. Einen weiteren Pilgerstempel gibt es in der Kirche, der ist aber nicht so schön. Und für heute beende ich jetzt meinen Jakobsweg.